Unsere Suppe ist fertig und wir hatten gerade schon eine kleine Diskussion. Trinkt man bei Suppe? Wenn man eine Suppe isst, trinkt man dabei? Also ich hätte jetzt gerne ein Gläschen Wein oder so. Bei einer Suppe? Ja. Ja, macht man das? Ist jetzt nicht unbedingt das Spannendste, aber ich weiß, dass das vielen Leuten eigentlich gefällt, immer so ein bisschen persönlichere Sachen auch mal zu sehen, dass ihr so ein bisschen live in unserem Leben dabei seid, bei ganz normalen alltäglichen Dingen. Und ich finde das eigentlich immer ganz schön. Ich schaue das von anderen Leuten auch immer sehr gerne, solche Vlogs. Und weil wir jetzt so viel mit der Kamera rumgebastelt haben, weil wir wussten nicht genau, wie wir uns positionieren, eigentlich sitzen wir uns ja gegenüber, aber das war blöd zu filmen, da ist die Suppe jetzt schon kalt geworden. Findest du? Weil das voll heiß. Können wir tauschen? Nein. Und Jenny hat ja auch gesagt, zu diesem Marbon-Fest wird so zur Mitternacht gibt es dann noch ein Opferritual, aber sie hat mir noch nicht verraten, was geopfert wird. Ja, das werde ich auch nicht verraten. Was? Ja, ich bin jedenfalls fertig mit meinem Teller. Das war sehr spannend, eine wunderbare Suppe. Jetzt warte ich auf das Steak. Das war sehr spannend. Eine wunderbare Suppe. Wo ist das Fleisch? Jetzt muss aber auch Fleisch auf den Tisch. Du hättest am liebsten eine Fleischsuppe gehabt. Wenn das hier immer so ein bisschen wackelt, die Kamera steht wirklich nah am Abgrund vom Tisch auf so einem Pappkarton. Ich habe echt Angst, dass sie da runterbaselt, weil die nämlich direkt am Rand steht. Ich habe mir auch gerade noch eine Hühnerbrust rausgelegt. Weil nur von so einem Süppchen. Aber ich esse jetzt gleich keine Hühnerbrust mehr. Aber jetzt ist erstmal schön brav ein Süppchen, ne? Weil mittlerweile ich bin fertig. Ja, die Suppe ist mittlerweile kalt und ihr seht, mein Teller ist noch Voll. 2 Löffelchen davon genommen. Ja. Und dafür stand sie stundenlang in der Küche. Stundenlang. Mhm. Weil sie hatte vergessen, den Herd anzumachen, war da eine Stunde am Rühren. Das stimmt überhaupt nicht. So. Da. Ist ein bisschen stümperhaft geworden. Eigentlich wollte ich es ein bisschen besser dekorieren. Ja, jetzt seht ihr mich wieder in der Küche. Ja, nämlich doch noch der Magen geknurrt. Und daher habe ich mir gedacht, ich schmeiße mir jetzt wirklich noch so ein Stückchen Fleisch in die Pfanne. Ich wollte noch Puderzucker da drüber machen, aber das Puderzucker ist jetzt da unten. Oh, guck mal. Das hat nicht geklappt. Ja, das werden wir jetzt verspeisen. Ja. Jenny sitzt währenddessen gemütlich im Wohnzimmer, blättert ein wenig durch ihre Magazine. Aber ich habe nicht mehr ausgehalten. Oh jo, ich putze mal weiter. Wow, aus der Ego-Perspektive. Spannend. Ein bisschen wenig Fleisch, ne? Naja. Hallo. Ja, da ist die Frau Wonderland. Hat sich losgerissen von ihren Magazinen. Ja, ich mache jetzt gerade ein Update auf meinem iPad. Was ist ein Update? Ja. Ach so. Ist wichtig, muss man immer mal gemacht haben, ne? Ja, ich mache ein Update auf meinen Magen. Oh, also das spritzt wie Sau. Der spritzt tatsächlich und wenn das Fett immer so auf die Arme spritzt, aber ich zucke nicht. Ich stehe immer so hinter ihm dann. Ja. Ich weiß noch nicht, ob das Peace, Victory oder Victory ist leckt so. euch so Nein. heißt. Victory ist so. Peace ist so. Victory, Peace. So.
Vulcano ist das. Ja. Und was wird das jetzt? Ach ja, das ist ja deine Hähnchenbrust. Oh, jetzt ist aber schwarz geworden. Sie ist dunkel und so muss sie sein. Zu lang. Sie foltert mich. Was ist denn dann dazu? Nix. Achso. Ich hau mir ein Stück Fleisch so rein. Und dann gibt es gleich noch einen Kaffee. Noch einen Kaffee. Ja, vielleicht ist da was Haus mit so einem Stück Fleisch. Jenny hat mich dazu gezwungen, also ich habe das nicht freiwillig gemacht. Das stimmt überhaupt nicht, aber voll heiß drauf. Ich weiß auch gar nicht, was muss man für Fleisch essen, ne? Außer Fleisch. Und Schnitzel mit einer Bratwurst und einer Frikadelle zusammen. Ein Schnitzel mit einer Bratwurst? Das sind ja die richtigen Beilagen, oder? Ein Schnitzel zusammen mit einer Bratwurst. Das ist Männeressen. Schnitzel zusammen mit Bratwurst und Frikadelle. Ich glaube, Jenny sucht gerade was für euch, was sie unbedingt euch zeigen wollte. Also ich blätter hier gerade mein Magazin durch, ja? Und also manchmal frage ich mich wirklich, was diese armen Models da durchmachen müssen, ja? Ich habe hier gerade so 3 Männermodels gefunden. Wir drehen wieder jede Menge Mist heute. Ja, wir drehen so viel Mist und ihr bekommt jetzt Mist zu sehen. Guckt euch das Der in der Mitte ist auch ein Mann. Nein, 2, Entschuldigung. Ach so, aber das reicht schon. Aber guckt euch das an. Die haben wahrscheinlich vorher nicht gewusst, was sie machen sollten, als sie den Vertrag unterschrieben haben. Und sein Blick hier ist gut. Scheiße, ich muss diese Haube tragen. Wie kacke sieht das denn aus? Und da muss ich auch noch so da stehen. Ach du Scheiße. Aber ich glaube, ihr findet das ganz schön. Weil wir machen das ja auch für euch. Und also ich mag das von anderen Vloggern immer ganz gerne, wenn die so alltägliche Dinge filmen. Ich finde das immer ganz schön. Und ich dachte mir, das könnten wir doch auch mal machen. Ja. Ich habe irgendwie gerade so was in den Augen. Ich glaube, das ist dein Fett. Ja, ich sehe leider auch verschwommen, weil meine Brille ist total fettig. Und diesen Qualm habe ich diesmal nicht per Effekt eingefügt. Der ist echt. Und er geht direkt in mein Gesicht. Ja. Wenn Jenny mittags von der Arbeit kommt, reißt sie erstmal die Fenster auf. Oh, ihr stinkt das überall nach Ja, Fett. das ist echt widerlich. Ich mag das überhaupt nicht. Diesen kalten Fettgeruch. Das ist echt eklig. Ja. Mach bitte mal das Fenster auf. Ich muss nicht mal für Jenny das Fenster Ja. auf. Sonst stirbt sie. Ja. Soll ich das nicht sofort machen? Ja. Oh. Wir werden jetzt, ich weiß nicht, drehen wir noch irgendwann im Mond mal. Wir werden uns jedenfalls jetzt erstmal einen gemütlichen Kaffee gleich machen. Kaffee zu dem leckeren Schnitzel. Während der Andreas gerade mal ein bisschen nachgeht, werde ich euch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar... Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und was betat doch jeden weh? Der Effekt fliegt irgendwie aus, ne? Ja, passiert gar nichts. Au! Ja. Ja, ich fange jetzt gerade nochmal an, weil Jenny hat sich wieder lustig über mich gemacht. Über mein Englisch. Er ist so feige, dass er das nicht drin lässt, aber das war so lustig. Also ich finde, das Huhn ist mittlerweile schon fast zu schwarz. Kommt aus der Karibik. Das Sie hat ja in unserem Kassel-Video gesagt, dass sie gerne mal eine Kaminfeuer-DVD, dass das ja schön kuschelig wäre. Und deswegen habe ich meine Plasmakamin, das Wort darunter sage ich jetzt nicht mehr, weil ich das gerade falsch ausgesprochen habe, habe ich ihr mitgebracht. Und es war ein Traum. Also ich fand das, was er falsch ausgesprochen hat. Aber die DVD war gar nicht der Traum. Also ich habe es ihm ja nicht geglaubt, als er gesagt hat, von wegen, das ist die schlecht und so, ne? lies mal vor, was da drauf steht. Ja, Moment, dafür muss ich Oh ja ja, erstmal okay. vorgreifen, ja? Also das ist ja jetzt Ausdruck. Wir sind ja live, ne? Wir sind ja echt und so. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen... Jetzt sag nicht schon wieder müde. Also er hatte wirklich recht. Also Schnitte habe ich darin jetzt nicht so gemerkt, aber die Qualität war richtig schlecht. Und ich fand auch die Art, wie das Feuer dargestellt war, das sah so künstlich aus. Das sah gar nicht aus wie so echtes Holz, was wegbrennt oder so. Man sieht ja immer dann so ein bisschen Glut an dem Holz und dass das auch so wirklich wegbrennt. So gar nicht. Das sah aus, als wäre das Feuer da rein retuschiert worden irgendwie. Das sah total künstlich und unecht aus. Und auch so das von den Geräuschen her. Nee, aber so ein bisschen...
Es war immer dasselbe Knistern, es war irgendwie, weiß ich nicht. Auch die Kamine, auch die Perspektiven und so, das war alles irgendwie nicht toll. Ich weiß, das war echt nichts. Und vor allem, die Qualität war so richtig krisselig, so richtig, also so furchtbar pixelig fast und so. Ist um 9:30 eingepennt. Ja, Irgendwann heute Mittag um 11 Uhr aufgestanden oder heute Morgen. Und jetzt schon wieder. Nein. Und dann schreiben die hinten drauf, diese DVD wurde mit modernster HD-Technologie in Full HD gedreht. Sie bietet Bild- und Tonqualität in Perfektion, speziell für die besonderen Ansprüche hochauflösender Plasma- und LCD-Fernseher oder Videobeamer. Die hätten die Kamera auf HD einstellen müssen vorher. Ja, haben die vergessen. Haben die vergessen, aber sowas von. Ja. Vielleicht könnt ihr uns ja mal eine gute Kaminfeuer-DVD empfehlen, die wirklich ein gutes Bild hat und wo auch die Perspektiven gut sind und eben die Schnitte, wo sich die Aufnahmen wiederholen, nicht so auffällig sind. Hier sind sogar teilweise das Bild kurz dunkel wird. Wird dunkel, wieder hell und die Aufnahme fängt von vorne an. Ja. Naja. Wo auch wirklich das Feuer echt ist und wo man wirklich echt sieht, wie das da wegbrennt. Das wäre wichtig für eine Kaminfeuer-DVD, weil sonst braucht man auch keine Kaminfeuer-DVD, wenn das alles total künstlich aussieht. Dann kann ich mir gleich ein gemaltes Kaminbild dahin stellen. Oder geil wäre so ein Schwein, so ein Schweinespieß über Feuer, so richtig schön brutzelt die ganze Zeit. Dann sitzt man da so vor dem Fernseher. Wir sollten das jetzt echt beenden hier. Ja gut. Du bist ja heute Aber es wäre lecker. Warum bist du verfressen heute? Richtig. Ja. Ja, ich kümmere mich jetzt um mein Update, so. Jenny kümmert sich jetzt um ihr Update und ich gucke hier auf dem Tisch sind noch ein paar das Sachen. Ist sogar schon fertig. Auf dem Tisch sind noch ein paar Sachen, die man essen kann. Ja, er isst jetzt, ich Update, so. Ja gut, dann war es das jedenfalls. Ich sink hier auch immer tiefer in die Couch rein, ihr merkt das vielleicht. Ich rutsche immer tiefer und deswegen machen wir hier mal Schluss. Also, macht's gut und ciao. Tschüss.